Wir fangen mit Rot an. Rot schreit immer, wie ein Yeah-Yeah-Yeah-Schrei aus den wilden Rock'n'Roll-Zeiten. Mit Whisky- und Zigarettenstimme. Sie will stets alle überstrahlen, alle andere Farben in die Knie zwingen und in Schach halten. Ich mache euch alle fertig, verkündet sie großkotzig, sobald sie sich verbreitet hat. Nur die kräftigen Kontrastfarben können ihr die Hand reichen, vor allem sattgrün. Juhu, hier bin ich! Grün kennt ihre Vorteile, kommt fast immer schleichend und grinsend. Sie ist wahrscheinlich die einzige Farbe, vor der Rot heimlich Angst hat. Sie kann die so mächtige Rotwirkung im Nu in Frage stellen. Hey, nicht zu viel! Stopp! Stopp! Schreit Rot und befürchtet einen Dominanzverlust. Und bitte auf keinen Fall eine Berührung. Wenn dann nur ganz leicht am Rande. Grün beachtet sie nicht, grinst weiter cool und bleibt ruhig, aber immer in sich ausbreitender Bewegung. Sie weiß es nur zu gut, sie beruhigt den Betrachter. Mich brauchen sie am meisten, weiß sie, besonders in diesen schwierigen, hektischen Zeiten. Wozu noch mehr Aufregung? Die Menschen sind ohnehin schon überlastet. Bla bla bla, entgegnet Rot. Du warst und bleibst ein Bionade-Typ. Ich hingegen bin wie ein starker, fruchtiger Wein. Grün sagt dazu nichts. Früher in den ausdrucksstarken Zeiten des Expressionisten hatte sie vielleicht mit einem leisen Blödmann dagegen gehalten und sich dem Kampf gestellt. Rot weiß, was noch auf sie beide zukommt. Schwarz. Schwarz verstärkt sogar die eigene dominierende Wirkung. Schwarz kommt tatsächlich und füllt die Ränder. Ja, Rot ist zufrieden und gibt zu bedenken, dass noch gewisse Aufhellungen notwendig seien. Mit Hilfe von Weiß. Und so landen wir bei Pink. Pink ist gut, alles meine Familie. Aber plötzlich protestiert Weiß. Wenn ich mit Rot gemischt werde, verschwinde ich vollständig. Wenn es schwarz bleiben darf, dann bitte ich darum, auch berücksichtigt zu werden. Weiß ist selbstverständlich immer neutral und verletzt niemanden. Eine sehr vornehme Farbe. Farbe? Dass ich nicht lache. Weiß ist gar keine Farbe. Oh, wer war das denn? Rot? Nein, Pink war das, mit einer Knallstimme. Scheint so, dass sie im Sinne des Rot spricht und handelt. Die Verbündeten, auch Grün, gibt etwas von sich. Nö, Weiß kommt überhaupt nicht in die Tüte. Sie macht uns doch alle nur schwach. Aber, meine verehrten Freunde, wir sitzen alle in einem Boot, verkündet Weiß. Hier ist für alle Platz. Es kommen bestimmt noch die anderen und der Platz wird immer knapper, befürchten einige. Und sie haben recht. Das Spektrum wird immer breiter. Aus heiterem Himmel taucht Tiefblau auf und verdrängt Schwarz. Von der eigenen Frische und Reinheit voll überzeugt. Ozeane und Himmel sind auf ihrer Seite. So verstummen augenblicklich alle. Es ist so, als hätte Blau eine Prise Wahrheit mit ins Boot gebracht. Und sie verbreitet sich rapide. Wie wenn es aus einem Morgenrot plötzlich ein heller Tag wird. Niemand kann Blau stoppen. Autsch, beschwert sich kurz darauf Grün und wird schnell aus der Fassung gebracht. Ich will doch gar nicht zu dir, reg dich ab. Da will ich hin, zwischen die beiden. Damit meint Blau Pink und Schwarz. Was? Pink protestiert. Aber nur wenn Gelb uns vor Blau schützt. Mit Schutz meint sie so eine Art Umrandung, einen kleinen Grenzstreifen. Niemand hat was dagegen. Gelb reißt schnell an und baut ihren Posten auf in einem Niemandsland und hat noch eine kleine Bitte. Also, ich habe mich neulich verliebt. Wow! Applaus von allen. So laut, dass selbst Weiß aus ihrem Schläfchen erwacht. Wer ist nun die Glückliche?
Naja, es ist jemand, die ihr alle gut kennt und in letzter Zeit viel zu selten zu Gesicht bekommt. Dabei so charmant. Foltere uns doch nicht, sag schon. Alle sind neugierig. Es ist Türkis, gibt Gelb endlich bekannt. Na, wenn das so ist, alle sind einverstanden. Beansprucht Türkis doch nie einen großen Platz und außerdem verstehen sich alle gut mit ihr, außer Pink. Ihre Freude ist minimal bis gar nicht vorhanden. Früher standen sich die beiden sehr nahe in den seligen 70er und 80ern. Die 90er besiegelten das Aus für diese zwei damals so dominierenden Farben. Auch anderen schlägt die Vorstellung auf den Magen, die Pop-Art-Zeiten sind endgültig vorbei. Es soll den beiden nicht zu viel Platz eingeräumt werden. Aber da ist noch Weiß, die Vermittlerin. Sie opfert sich, damit die Harmonie nicht gestört wird und verschwindet dabei selbst gänzlich. Ihr macht es aber nichts aus, sie weiß nur zu gut um ihre elegante Erscheinung. Weiß wird zu einer unsichtbaren Brücke zwischen den beiden zerstrittenen Farben, indem sie mit ihrer Hilfe sanft ineinander übergehen, ohne dass sie es selbst merken, in einer milchigen Form. Währenddessen beobachtet Schwarz das ganze Treiben sehr aufmerksam. Sie äußert sich kaum. Sie ist so schwarz und dunkel, dass der Spitzname Unfarbe ihr immer Ehre macht. Das ärgert sie aber nicht, vielleicht weil sie sich stets zu behaupten weiß. Außerdem fürchten viele, ein kleiner Teil von ihr könnte alles andere bis zur Unkenntlichkeit verändern. Nur Weiß hat von ihr keine Angst. Die beiden teilen den gleichen Geschmack und wissen stets ihren eigenen Wert zu schätzen. Miteinander kommen sie ebenfalls gut aus, ohne jeden Schnickschnack der zickigen, leuchtenden Kolleginnen. Sie haben schon ihren festen und unumstrittenen Platz im Olymp der menschlichen kreativen Spielereien, wie beispielsweise in der Schwarz-Weiß-Fotografie. Da brauchen sie keine weiteren Farben. Und sie fühlen sich sehr wohl dabei. Und nun ist die Frage, wie geht es weiter? Wohin soll die Reise gehen? Und plötzlich, völlig unerwartet, taucht Braun auf. Oh nee, klagen die Farbigen. Braun wird mit unerfreulichen Assoziationen in Verbindung gebracht und immer noch benachteiligt. Ist in den letzten 60 Jahren nur noch im Club der Rentner unterwegs. Aber die Rentner heute in diesen mageren Zeiten sind auf Zuverdienst angewiesen und so taucht sie hin und wieder als Minijobberin kurzzeitig auf und verharrt auf der Bildfläche, um dort letztendlich von den anderen verdrängt zu werden. Und sie nimmt es hin als alte und gebrechliche Farbe, vielleicht die traurigste Farbe aller Zeiten. Trotz der Reibereien scheint es, dass jede Farbe ihren Platz auf der Leinwand gefunden hat. Sogar ganz winzige, undefinierbare Zwischentöne sind durch Fusionen entstanden. Und diese Mischlinge freuen sich ganz besonders wie kleine Kinder, als wenn sie den großen etablierten Farben das Wasser reichen würden. Selbst Rot ist inzwischen zufrieden und reicht der ewigen Feindin Grün die Hand. Pink und Türkis haben sich ebenfalls versöhnt. So sind die Farben, genauso wie die Menschen, haben ständig Angst um die Zukunft, um die gerechte Verteilung und um den eigenen Platz in der Gesellschaft. Wenn aber das Bild erst steht, dann sind sie bis auf Kleinigkeiten doch zufrieden und leben in Harmonie.
müssen sie auch als gute Nachbarn. Und wie im wahren Leben werden manche mehr gesehen und manche weniger. Es kommt auf den Standpunkt des Betrachters an. Nun sind alle Ungereimtheiten vergessen. Jede Farbe hat sich mit der anderen arrangiert und sie lächeln einander an. Ob schwarz, weiß, pink, rot, blau oder braun, türkis oder gelb oder sogar beige und die vielen anderen, die durchschimmern und keinen großen Anspruch haben, alle freuen sich, so großartig ins Bild gesetzt zu sein. Sie sind einfach da und wirken.